Hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Zweitag-Freunde, Simson und MZ. Ich meine, ihr speziell seid heute besonders gefragt, weil ihr liebt diese Zündkerzen. Welche Zündkerzen wir heute testen, mal was ganz Besonderes. Ich habe nämlich mir was ausgedacht. Und zwar letztes Mal haben wir die coolen Zündkerzen der ehemaligen DDR getestet und verglichen mit den Zündkerzen NGK und sogar der Tuning-Zündkerze. Heute wird's nämlich mega geil. Wenn es euch interessiert, bleibt dran, denn heute werden wir die aktuellen, die geilsten Zündkerzen testen, die es momentan auf dem Markt gibt oder besser gesagt, die ich gefunden habe. Bestimmt gibt's noch geilere, aber egal. Wir testen die, die ihr gerade so locker kaufen könnt und wir schauen uns den Bosch-Tester an. Und den schauen wir uns heute an. Nicht nur, wie er funktioniert, sondern auch, wie er innen aussieht. Das wird das Highlight. Und welche Kandidaten haben wir heute? Die zeige ich euch jetzt. Also heutige Kandidaten extra für euch. Beruch-Zündkerze, die wo manche richtig geil drauf sind. Also ich stehe ja gar nicht auf diese Kerzen, aber ja, es ist ja Geschmackssache und jeder hat seine eigene Erfahrung mitgemacht. Wir testen sie, wir schauen uns die an. Ja? Die sind frisch angekommen bei mir, also das sind die gleichen hier, deswegen lege ich eine weg. Das Testfeld. Einmal die Beru Nachbauzündkerze, Tuning-Zündkerze, die haben wir schon mal gesehen, aber jetzt mal eine ganz neue. Die Bosch-Zündkerze, ist die immer noch so gut, wie sie früher war oder taugt sie immer noch nichts? Eine originale Zündkerze der DDR, die Isolator Spezial. Die habe ich extra im Vorfeld schon geprüft, ob sie auch mithalten kann, dass wir ein grobes und eindeutiges Ergebnis haben. Die NGK, auf die ich bisher gesetzt habe, und das Highlight, wo ich schon lange drauf scharf bin, die Iridium-Kerze. Das sind ja die aktuellen Kerzen, die wir auch in den momentanen Verbrennungsfahrzeugen der neueren Generation am Pkw auch haben. Also diese Technologie ist ja aktuell mit, ich glaube, die ist mit Platin beschichtet für längere Standzeit und für eine höhere Widerstandsfähigkeit. Die testen wir. Ich will wissen, wie sind die in meinem Moped. Taugt die was oder taugt die nichts? Das schauen wir heute an. Was habe ich mir noch ausgedacht? Wir testen mal, wie die eine oder andere Zündkerze sich verhält, wenn sie nass ist. Da kann ich natürlich gleich sagen, ja, wenn der Zündfunke nicht an der Elektrode überspringen kann, dann funktioniert auch die beste Zündkerze nicht. Aber wir gucken uns das mal an. Warum jedes Ergebnis individuell ist. Also ihr könnt nicht immer davon ausgehen, dass was man jetzt hier sehen, dass das Nonplusultra ist. Warum nicht? In den Testgeräten haben wir einen vorgegebenen Druck von 9 bis 10 Bar, sage ich jetzt mal. Wir nehmen da einfach wieder den Richtwert eines neuen Zylinders von mir. Der war ja ungefähr bei 9 bis 9,5 Bar. Seht ihr, habt ihr in meinem letzten Video gesehen bei der Simson. Den nehmen wir mal als Anhaltswert. Und mehr ist nicht. Wir haben weder die Verbrennungstemperatur und wir haben auch keine Lastwechsel und wir haben nicht Schwankungen in den Drücke. Ja? Also du hast nicht immer die 10 Bar Druck, das variiert auch mal, je nachdem, wie der Gasschieber offen ist oder nicht. Die Drücke, die variieren. Dann deine Geschwindigkeit, dein Lastwechsel, deine Kraftstoffzusammensetzung. Hast du Öl drin? Hast du schlechtere Kompression? Diese ganzen Sachen haben Einfluss nachher auch auf das Zündverhalten der Zündkerze. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, wir haben jetzt einen Zylinder mit 9 bis 9,5 Bar Druck und wir checken jetzt mal an, welche der Zündkerzen hier ist denn eigentlich die beste. Wir gucken uns die mal an, wie kommen die denn eigentlich, ja? Also, wir sehen hier, wir fangen jetzt einfach mal mit der Beru an, die ist heute angekommen bei mir. Wo habe ich mein Lineal hier? Ich hole sie aus der Schachtel raus, ihr seht das jetzt live, so sieht sie aus in der Verpackung. Also,
Da ist nicht mal mehr ein Papierröhrchen drin. Ich schaue mal gerade in die andere rein. Da auch nicht. Also das finde ich schon mal ein Qualitätsmangel. Und wir sehen auch, dass die Elektroden hier ziemlich zusammengestaucht sind. Gucken wir mal, ob die andere auch so ist. Ja, die ist ziemlich zusammengequetscht. Also hier seht ihr, dass das die 260er ist. Isolator Spezial. Wo haben wir? Da stand meistens immer noch Germany drauf. Das haben sie wohl weggelassen. Sicherheitshalber. Also checken wir mal hier. Also hier sind wir. Aber guck mal, wir kommen ja sogar gerade so rein. Mit 0,4er Lineal kommen wir rein. Und hat sie Glück gehabt. Aber trotzdem finde ich nicht geil, dass da kein Schutz bei ist. Also ist not nice, ehrlich. Dann haben wir hier die IFA Tuning Zündkerze. Die ist jetzt auch neu, habe ich jetzt noch nie. Also ihr seht, die ist noch nie verwendet worden. Die kommt ja wenigstens schon mal geil daher, finde ich. Ja? Also von der Verpackung her könnte man sogar drauf wetten, dass die gut ist. Aber die letzte war ja mies, haben wir gesehen. Aber vielleicht war das ja auch eine Einmalfliege. Montagsprodukt. Wie ist die? Ja, die hat mehr. Aber lassen wir so, vielleicht soll das ja so sein. Und das da mache ich weg. Brauche ich eh nie. Also das ist die Beru Isolator. Jetzt kommt die Bosch, ne? Also die waren früher echt gut, ne? Damals noch, als ich als Teenie mit meiner Hercules Prima S5 oder wie die hieß, rumgeheizt bin, da konnte ich die x-mal nachstellen. Die war echt geil. Und irgendwann sind sie dann halt mies geworden und teuer, dann habe ich sie weggelassen. Bestimmt jetzt schon, ich weiß auch nicht, wie viel, 15, 20 Jahre nicht mehr verwendet, keine Ahnung. Hier, okay, die haben auch Papierröhrchen. Gucken wir mal unseren heimischen Hersteller an, Bosch. Übrigens, die Wärmewerte passen jetzt, die könnt ihr auch verwenden. Das ist die WR, seht ihr, das ist die WR7BC, die passt auch bei der Simson. Machen wir mal weg. So sieht sie aus. Also finde ich jetzt persönlich ansprechend. Wirkt irgendwie ein bisschen wertig. Passt auch vom Abstandmaß her. India. Oh, ja gut, also heimisch ist es doch nicht so ganz. Aber jetzt mal ohne Witz, jetzt mal, wenn wir es mal so vergleichen. Die war auch nicht teuer. Also die hat, glaube ich, so um die 3 Euro gekostet. Da war die Beru, glaube ich, teurer. Also macht jetzt für mich zumindest mal einen schönen Eindruck. Da Dreck dran. Ein bisschen schmutzig ist sie vorne, aber gut, na egal. Die checken wir nachher mal. Also das ist die Bosch. Und dann haben wir die originale Isolator. Die habe ich schon ein paar Mal geprüft. Also das muss man dann nachsehen. Die ist nicht mehr neu. Und aber die war echt gut. Und ich denke, dann kann man sie schon mit ins Rennen werfen. Das ist jetzt eine originale 260 Isolator. Ne? So die Moped-Kerze schlechthin, die lassen wir auch mal mit bei. Ich will es einfach wissen. So, jetzt haben wir noch meine NGK, sage ich jetzt mal, wo ich mit zufrieden bin oder bis jetzt zufrieden war. NGK, wie kommen die her? Auch mit Hütchen. Lineal, was sagt Abstand? Auch okay. Ein B8. Neu. Kein Testkerze. Original. Japan. Und jetzt die Iridium. Die kannst du so kaufen. Dann gibt es auch andere Marken. Aber ich habe jetzt halt mal die. Guck mal, wie kommen die daher?
Auch Hütchen drin. Sieht man jetzt nicht. So Papierhütchen ist auch da drin. NGK. Da kann man auch erkennen, diese Iridiumkerzen, die haben vorne die Elektrode ist saudünn. Und sieht echt ganz nett aus. Okay. Also, ich habe die jetzt mal so der Reihe nach aufgestellt. Wir fangen mit der Isolator an von Beru und checken die. Gehen jetzt zurück ans DDR-Testgerät. Das Gerät kennt ihr. Festziehen. Also habt ihr einen Kaffee, seid ihr gechillt, sitzt ihr in eurer Couch, geht euch keiner auf den Keks, geht's euch gut, seid ihr entspannt, Frau an der Arbeit, Kinder im Bett, dann können wir jetzt starten. Und let's Druckzufuhr. Also wir haben 9 Bar. Ich will aber volle Suppe haben hier. So, wir haben 9,5 Bar. Let's check. Jetzt gucken wir mal, was bei der abgeht hier. Ich hau euch näher ran hier. So, jetzt haben wir Maximaldruck, 9,5 Bar, richtig mega. Also innen läuft sie ziemlich gut, keine Aussetzer. Also ich zeige es dir nochmal, keine Isolationswiderstände, kein Abbruch, Zündfunke knallt schön vorbei. Also da muss man ehrlicherweise sagen, die läuft sauber. Also die läuft sehr, sehr gut. Okay. Diese Zündkerze, die läuft wirklich einwandfrei. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich hatte immer scheiß Zündkerzen gehabt. Vielleicht haben die sich auch gebessert mittlerweile. Aber die ist wirklich gut. Also die kriegt von mir Note 1. Und jetzt kommt die Doppelfunken, auch neu. Ja. Vielleicht sind auch die letzten, haben sie die bei mir auf den Boden geschmissen, bevor sie angekommen sind. Ich weiß es nicht. Na egal. Also die checken wir jetzt auch nochmal. Das ist jetzt die Tuning-Kerze, die richtig mega schön verpackt war. Und die kriegt auch nochmal volle Suppe ab. Das ist jetzt eine andere, ist nicht die gleiche wie beim letzten Test. Hier, 9,5 Bar, check. Oh, die haut richtig daneben. Oh, da braucht man gar nicht testen. Richtiger Scheiß. Man sieht es auch am Licht, wie es die Aussetzer gibt. Also ich könnte direkt in den Müll schmeißen. Also habt ihr gesehen, das war halt eure Tuning-Kerze. Die könnt ihr direkt in den Eimer schmeißen. Die war Müll. Da gab es sogar Aussetzer bei der Kerze selber. Nagelneu, haben wir gesehen, meine Lieben. Ne? So, jetzt kommen wir zur Bosch. Also bei der bin ich auch wirklich neugierig. Das ist die Bosch. Seht ihr, ja? Hau mal rein, das ist ein gutes Stück. Also ich mag eigentlich, Bosch habe ich eigentlich immer gerne gemacht. Auch im Auto habe ich die gerne eingebaut. Aber dann irgendwann haben sie mich enttäuscht. Aber jetzt mal schauen. Also volles Stoff hier, Vollgas. Oh, also wir sehen auch, dass die auch nicht wirklich gut ist. Und wir sehen auch hier, ja, also ja, der Funke ist auch nicht so wunderbar. Leider kann man das so nicht richtig sehen mit dem Fokus, aber man kann es ungefähr ahnen, der Funke, der hat Unterbrechungen. Also Bosch hat mich wieder enttäuscht. Bosch hat mich enttäuscht. Und ich war echt von der begeistert. Man sollte ein bisschen mehr auf Qualität achten hier. Unser heimischer Hersteller, hey. Ich will ja gar nicht anfangen. Also schon enttäuscht, also leck mir am Arsch. Und so. Das passt alles, ja. Also ich sage immer, wenn man die Politik anguckt, ja, der Fisch fängt immer
am Kopf an zu stinken. So, jetzt, egal, jetzt haben wir hier nochmal eine richtig, also meine geprüfte Isolator, die habe ich schon mal hier in dem Testgerät gehabt, da war die wirklich gut. Jetzt habe ich hier keinen Dichtring. Jetzt gucken wir mal, ob es auch dicht ist, ja. Also, sonst mache ich halt einen Dichtring ran. Nicht, dass einer jetzt anfängt rumzuheulen. Ja, checken wir die mal. 9 Bar. Oh ja, also die kommt hier auch nicht so richtig mit. Ja, oh, und auch die funkt leider auch daneben. Also ich hatte die früher mal geprüft. Also sie funkt daneben deutlich. Kann man leider im Fokus nicht immer so genau sehen. Und sie hat sogar nur 9 Bar gehabt. Also sie war mal schon besser. Also ich weiß jetzt nicht, jetzt heute versagt sie irgendwie. Ja, wir sehen sie ja nach. Sie ist jetzt halt schon alt, gell? Also Kerzen werden ja auch älter irgendwie. Und die ist auch nicht neu. Ich will es überhaupt nicht schlecht reden, aber wir haben sie einfach mal probiert. Also hier in dem Test hat sie nicht gut abgeschnitten. Leider. Also ich liebe die trotzdem, die Kerzen, aber der Test ist halt der Test, ja. Bis jetzt war eben tatsächlich die komische Beru-Zündkerze am besten. Also ich weiß auch nicht. So, jetzt machen wir die nagelneue NGK. Nagelneu, also ist jetzt nicht meine Testkerze, ist nagelneue B8. Ja, NGK. Ja, haben wir alle gecheckt. Hauen wir rein. Gucken wir. Also ich bin eigentlich mit denen immer zufrieden. Ja? Also ich mag die schon sehr. Jetzt gucken wir mal. Was sagt sie hier? Voll. Gib Gas. Ja, also wir sehen, dass sie auch nicht so geil ist. Aber ich würde immer noch sagen, dass sie besser ist wie die anderen, wo wir da hatten. Bis auf die Beru, die war die beste. Aber wir sehen auch hier innen, sie läuft eigentlich sauber. Und auch innen die Funke, der geht also schon direkt über. Keine Aussetzer drin. Das sind jetzt hier so Minimalaussetzer, wo wir haben, oder kleiner, wenigere Aussetzer, nicht so extreme. Wirst du beim Lauf vielleicht nicht so arg merken. Aber sie ist jetzt nicht, muss ich jetzt fairerweise sagen, nicht hier unser Top-Kandidat. Ne? Der Top-Kandidat jetzt aktuell ist tatsächlich die Beru-Kerze. Muss ich jetzt echt eingestehen. Ich muss jetzt noch mal ein bisschen Power drauf machen, weil wir haben jetzt schon ein bisschen Druck verloren. Jetzt gucken wir, dass wir noch ein bisschen Druck herholen. So, jetzt haben wir die Iridium von NGK. Also ich bin echt scharf drauf, um das zu sehen, was da abgeht. Ich fahre ja nicht nur Simson, auch MZ und AWO habe ich alle mal im Stall. Und ob das jetzt hier eine schöne Alternative wird, das testen wir ja mal jetzt. Die sind jetzt vom Preis ein bisschen besser geworden. Gucken wir mal, was die bringt. Jetzt haben wir wieder volle Suppe, voll Power. Ne? Jetzt kriegt sie voll in den Arsch. Oh. Oh. Oh nein, oder? Glaubt ihr das? Aber hey, aber sie läuft innen richtig schön, muss ich schon sagen. Also innen, der Funke, da geht ja auch nichts vorbei. Also der geht richtig schön über. Der geht richtig schön über. Ich kann erkennen, dass sie, kann man an der Kamera nicht so sehen, dass sie mal geschwind, manchmal hat sie so ganz leichtere Probleme. Und das sehen wir dann auch hier. Ja, was soll ich sagen? Also ich denke, dass sie trotzdem stabil laufen wird. Aber so gerade durch diese Elektrode, ja, also sie schafft's immer, den Funken hier gezielt überzubringen, und diese kleinen Aussetzer merkst du wahrscheinlich jetzt tatsächlich nicht, wobei ich die schon ordentlich fand. Also es ist für mich nicht so schön gewesen. Muss man wirklich mal auch ausprobieren im Fahrbetrieb, wie sich diese Zündkerze da verhält.
Ja, also es wird wahrscheinlich schon immer, du wirst keine Zündaussetzer merken, aber so für die optimale Verbrennung, da glaube ich, ist sie jetzt nicht. Da war jetzt echt, muss ich echt sagen, die Beru, die hat das jetzt alles getoppt, ne? Also, jetzt warte mal, jetzt machen wir noch mal den Nasstest. Also ich mache jetzt mal einen Nasstest und zwar da nehme ich jetzt Bremsenreiniger dafür, weil so hardcore nass ist ja eine Kerze eigentlich normal nie, gell? Also die ist jetzt aber auch richtig, da hängen jetzt so richtig die Droppen drin hier. Das ist jetzt unsere Beru, die habe ich jetzt gerade mal genässt. Da hängt richtig die Suppe hinten drin. So, die ist jetzt mal eingenässt mit Bremsenreiniger. Müssen wir jetzt mal checken. Ja, ich bin echt auch mal gespannt, was passiert jetzt, wenn wir eine nasse Kerze haben. Voll Power. Also sie zieht nach wie vor durch. Ohne einen Muck. Dann müssen wir anders machen. Ich nehme nochmal eine andere Suppe. Ich habe hier nochmal was Geiles. Vielleicht hat es einfach den Bremsenreiniger weggeblasen. Obwohl die ist, also man kann sehen, da drin hängt immer noch das Wasser, gell? Oder der Bremsenreiniger, das sieht man hier, dass das. Ich mache es ja jetzt schwerer. Ich mache es ja jetzt wirklich schwerer. Ich habe hier nämlich von Liquimolli das nennt sich Ventilsauber, das ist noch so eine Restflüssigkeit. Die habe ich da mal reingetan. Die verdunstet auch nicht, die bläst nicht so gleich weg. Das ist jetzt mal hier so ein Zeug hier, ne? Und da tunken wir die mal rein. Und dann gucken wir mal, was abgeht, ne? Also die kriegt es richtig auf die Mütze. Oh, Strom wäre auch nicht schlecht. Die zieht durch. Ja, okay, wir sehen hier innen drin, sie hat schon Schwierigkeiten. Man sieht, aber es ist nicht so, dass es nicht packt. Ja, also sie zieht durch. Ich kann es erkennen, sie zündet direkt in der Mitte. Sie gefällt ihr wohl nicht so ganz, aber ohne Probleme, sie haut's weg. Nasse Kerze haut's weg. Also ich glaube, die guckt mein Moped rein jetzt. Die ist geil. Also die hat bis jetzt alles getoppt. Beru. Ja? Also ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ich habe die gehasst, die Dinger, aber der Test nicht schlecht. Was machen wir jetzt? Ich glaube, die Isolator, die Doppelfunke, die war eh scheiße. Dann nehmen wir die nächstbeste. Wir testen jetzt mal nochmal die Originale mit. Das ist die Originale. Da ist jetzt auch nochmal interessant. Die checken wir auch nochmal. Da geben wir trotzdem Power. Oh ja, also sie haut schon knallhart neben raus. Sie zündet, aber sie zündet überall, nur nicht da, wo sie soll. Also man sieht es auf dem Ding nicht, auf der Kamera richtig, aber ich habe es gesehen. Es zündet neben der Elektrode, haut es überall raus, der Funke. Also war nix. Ja, die ist damit nicht klar gekommen. Dann nehmen wir die NGK, also diese Doppelfunken, die haben mich ja echt enttäuscht, die teste ich gar nicht mehr. Jetzt nehmen wir die NGK, wo auch wirklich ganz ordentlich war. Die pumpen wir auch nochmal da rein. Und dann kommt noch die Iridium dran und dann war's das. Könnt ihr erkennen, da hängt die. Also ist wirklich nass hier. Ihr seht's. Ja, jetzt, was ist los? Was ist mit dem Fokus? Okay, komm rein. Die kommt jetzt rein. Voll Power. Die sind immer noch 9 Bar. Also sie haut auch nebenbei. Aber ja, sie haut schon auch nebenbei. Aber der Funke, ja, ein bisschen geht nebenan manchmal, aber er ist ziemlich stabil, der Funke. Man sehen, dass er ziemlich stabil ist. Also er geht auch schön über.
aber sie hat damit schon Schwierigkeiten und das sehen wir auch hier, der Innenwiderstand erhöht, sie kommt damit nicht so richtig klar. Aber ich denke mal, das wird jetzt nicht das Problem nachher sein. Das ist das gleiche, wie wir es hatten, anfangs. NGK-Kerze würde ich jetzt trotzdem in dem Fall als nicht schlecht bewerten. Jetzt kommt die Iridium. Also ihr könnt eure eigene Meinung euch bilden, gell? Also ihr seht ja hier, was los ist. Das ist die Iridium. Ihr seht, was abgeht hier. Und so, Stöppel drauf. Power. Ja, also der Funke innen ist nach wie vor stabil. Der geht immer zentrisch. Sie hat schon Aussetzer, ne? Aber ich muss irgendwie sagen, der Funke innen geht doch immer dahin, wo er hin soll. Jetzt hat sie natürlich auch ein bisschen weniger Druck wieder. Ich würde sogar sagen, dass sie wahrscheinlich Probleme hat ab und zu mal mit der Stärke des Funkens. Und zwar haben wir gesehen, dass die Farbe, die müsste ja schön blau sein und die war eher so rötlich und so. Also die ist nicht mehr so stark. Die Zündfunkenstärke ist definitiv nicht sauber, so sauber, wie es eigentlich sein sollte. Und bei der NGK war er doch stärker, ne? Also blau. Trotz, dass er nebenbei ist. Jetzt ist hier all die Rotze drin hier von unserem Test. Jetzt haben wir die alle hier getestet. Ich muss die jetzt doch nochmal reinigen, weil ich werde es ja trotzdem irgendwann einbauen. Kann sie ja nicht wegschmeißen, die Dinger. Also ganz klare Sache. Heute war die Beru, die hat gewonnen. Muss ich echt sagen, also sowohl im nassen Zustand als auch im Normalzustand war die tatsächlich die beste. Die Doppelfunken-Tuning-Kerze war für den Arsch. Die Bosch hat auch versagt, die war auch nicht wirklich gut. Die DDR würde ich jetzt, also die hat's auch eigentlich, muss ich jetzt ehrlich sagen, die war jetzt auch nicht so leider so gut, aber gut, die war ja auch schon gebraucht und als ich die getestet habe, dann, das waren wahrscheinlich nicht dieser brutale Druck von 9,5 war, aber ja, muss ich jetzt ehrlich auch sagen, die ist auch raus. Die NGK, die würde ich jetzt an zweite Stelle setzen und die Iridium, die ist dann dritter Platz. Wobei man das auch echt nochmal im Fahrbetrieb testen muss. Also ich habe jetzt gesehen, der Funke ist schon stabil übergesprungen, aber er war halt nicht immer 100%, ja, also volle Zündspannung war nicht immer dran. Das hast du auch an der Farbe erkannt, ja, aber der Funke, der ist nicht jetzt hier innen vorbeigesprungen. Das war jetzt deutlich zu sehen bei der hier Tuning-Kerze. Und bei unserer Isolator haben wir es zum Beispiel auch gesehen. Also Platz 1 Beru, ja, dann NGK und dann Iridium. So, das ist jetzt mal das Testfeld. Und jetzt testen wir nochmal eine Kerze im Bosch-Gerät. Ja. Also sowas, was ihr jetzt seht, werdet ihr wahrscheinlich so schnell nicht mehr sehen. Das hier ist ein altes Bosch Zündkerzen-Testgerät. Ich weiß es nicht, steht kein Datum drauf oder was, von welchem Jahrgang. Ich würde jetzt mal sagen 50er, 60er Jahre. Warum es geil ist auf meinem Kanal, ich zeige auch, wie das Ding auch innen aussieht. Sowas seht ihr wahrscheinlich woanders nicht. Pass auf, das hier, ich mache jetzt gerade mal die Abdeckung ab. Nachher lassen wir es mal schnurren, ne? Oh,
So, was haben wir hier? Also hier haben wir die Zündspule, 24 Volt. Hier wird über externer Stromanschluss die Spule versorgt. Sichtfenster, Überschlag. Hier wird über die Handpumpe quasi der Druck aufgebaut am Manometer. Hier unten kann man unterschiedliche Zündkerzen reinschrauben, unterschiedliche Versionen. Und hier drin ist quasi der Anschluss für den Manometer. Ich habe jetzt hier mal einen neuen Schlauch ranmachen müssen, weil der alte, der war halt tot, ne? Der war porös, da ging halt nichts mehr. So, das mal vom Gerät von innen. Nicht, dass ihr mir jetzt einpennt, deswegen mache ich ein bisschen schneller. Ich baue das mal wieder zusammen. Viel ist ja da nicht. Also das hat keine Sandstrahlfunktion. Mit dem Ding hier kann man nachher den Druck wieder ablassen. Das ist das, was ich an dem Hebel unten gemacht habe. Wir machen das einfach nur mal einen Funktionstest. Ja, ich mache jetzt keine so eine ausführliche Testreihe wie vorher. Das wird jetzt über einen Netz Power Supply wird es jetzt auf 24 Volt runtergeregelt. Es ist halt bei dem Gerät so. Deswegen kommt jetzt auch dieses Geräusch. Ich habe jetzt hier schon eine NGK drin. Wir machen jetzt einfach nur mal einen Test. Wir machen keinen so einen Hardcore-Test wie gerade eben, sondern wir checken einfach mal, wie geht denn das Gerät, ne? Einfach mal für euch. Also hier, das ist dieser Hebel. Damit wird innen die Pumpe reguliert. Hier drehen wir natürlich zu den Hahn hier. So, und jetzt machen wir einen Druckaufbau. Ich muss da vorsichtig vorgehen, ist halt schon eine Oma, gell? Muss man streicheln, kann man nicht so reinbollern, ja? So, wir sehen jetzt hier, kommen wir schon auf 5 Bar. Also das Gerät müsste irgendwo früher an der Wand gehängt haben mal. Ich habe es jetzt wieder gerichtet. Wir machen trotzdem mal diese... wir lassen es jetzt mal bei... So, das passt ja. So, dann drücke ich jetzt hier unten auf den Knopf. Ja, da gibt es einen Knopf unten an der Seite hier. Hier gibt es einen Knopf. Und dann sehen wir, dass dann schon dass das schon funkt. Hier ist das Sichtfenster. Könnt ihr nicht sehen, gell? Versuche euch noch ein bisschen mehr ran. Bei dem Ding sieht man es ein bisschen besser sogar. Kein Überschlag. Und vielleicht könnt ihr das erkennen, dass hier wie der Funke hier an der Elektrode abgeht. Genau, das macht einen richtig schönen Sound, wenn es läuft. Jetzt kann man natürlich, wenn man fertig ist mit dem Vorgang, dann lässt man jetzt hier den Druck wieder ab. Und dann geht das Spiel von neuem los. So, liebe Zweiradfreunde, das war jetzt heute nochmal ein richtig interessanter Test hier. Wie ist die Zündkerze, wenn sie nass ist? Wir haben die besten Zündkerzen getestet, die es gerade so für anständigen Preis gibt. Und zu unserer Überraschung war tatsächlich die Beru die beste in diesem Test. Also früher war es garantiert nicht so. Hat mich jetzt selber überrascht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann macht ein Like. Und wenn ihr mehr interessante und geile Videos sehen wollt, könnt ihr auf meinem Kanal vorbeigucken. Ich danke euch. Wir sehen uns. Ciao.